Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch im heutigen Video, wie man den Sweater Hannah näht. Ein mega geiler Oversize-Sweater, den jeder im Kleiderschrank haben sollte. Für den Sweater faltet ihr euch als erstes die beiden Kanten zur Mitte hin, dass ihr zwei Brüche an den Seiten bekommt. Also dass die Kanten hier vorne zusammenstoßen. Und so erhaltet ihr dann hier unten und hier oben eine Bruchkante. Und dann könnt ihr an beide Seiten an die Bruchkante das Vorder- und das Rückteil anlegen, aufstecken und ausschneiden. Dann nehmt ihr den restlichen Stoff und faltet ihn wieder normal in der Hälfte, so dass wieder die beiden Kanten hier vorne aufeinander stoßen. Und dann legt ihr euren Ärmel auf und schneidet den aus. Wieder darauf achten, Fadenlauf parallel zur Kante und zum Maschenlauf. Auch hier natürlich dran denken, einmal alle Knips übertragen. Wir haben hier oben an der Armkugel haben wir 3 Stück und dann haben wir unten auch noch mal einen Knips, der ist nachher wichtig, wenn wir das Bündchen annähen. Schneiden wir noch das Bündchen zu. Meistens ist Bündchenware im Schlauch gestrickt, das heißt, ihr habt kein offenes Ende, so wie hier auch. Ihr könnt es, wenn ihr möchtet, aufschneiden. Oder ihr lasst es einfach so, ein Teil brauchen wir nur einmal, brauchen den Saumbund brauchen wir zweimal, deswegen können wir den auch so doppelt lassen. Dann brauchen wir auch die Ärmelbündchen zweimal, aber das Halsbündchen brauchen wir zum Beispiel nur einmal, das können wir dann nachher aus einfacher Stofflage zuschneiden. Dafür würde ich den Schlauch dann aufschneiden. Wichtig ist hier bei den Bündchen, dass ihr auf jeden Fall die ganzen Knips übernehmt, die hier drauf sind, denn die helfen euch nachher dabei, die Weite richtig zu verteilen. Denn das Bündchen ist immer ein bisschen kleiner als der Ausschnitt, damit sich das Bündchen nachher auch schön anlegt. Als erstes nähen wir die Schulternähte zusammen. Dafür legen wir jetzt das Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander, legen die Schulternähte aufeinander und schließen sie dann bei 0,7 cm. Wir schließen beide Schulternähte, also diese und diese Naht. Ihr könnt euch das gerne noch mit Stecknadeln stecken. Achtet auf jeden Fall darauf, dass die Knipse aufeinander passen. Dann klappen wir Vorder- und Rückteil auf, sodass wir die rechte Seite sehen und nähen den Ärmel an. Dafür nehmen wir uns jetzt hier unsere Ärmel und legen jeweils einen Ärmel rechts auf das Armloch. Das Armloch verläuft hier und hier. Müsst ihr dann schauen, dass die Knipse aufeinander passen, denn im Rückteil haben wir jeweils 2 Knipse und im Vorderteil immer einen. Und dann müsst ihr dann schauen, dass ihr den Ärmel habt, der dann auch dazu passt. In dem Fall ist es dieser. Wenn ihr euch das hochklappt, habe ich hier 2 und hier 2 Knipse und hier hinten einen und dann noch einen in der Mitte am Ärmel, der kommt dann auf die Schulternaht. Wenn wir die Schulternähte dann geschlossen haben, können wir das Vorder- und Rückteil aufklappen und dann können wir die Ärmel annähen. Dafür orientiert euch an den Knipsen. Wir haben einen Knips im Vorderteil am Armloch und 2 Knipse im Rückteil. Dazu sucht ihr euch dann den passenden Ärmel aus, den ihr dann rechts auf rechts annähen könnt. Ich habe dann hier im Vorderteil einen Knips und im Rückteil passend zum Ärmel 2 Knipse. Wir haben dann in der Mitte auch noch einen Knips, der kommt dann auf die Schulternaht. Wir starten dann hier vorne. Ihr könnt euch gerne auch den Ärmel anstecken. Ich mache das lieber so, weil es 2 gegengleiche Kurven sind. Wie ihr hier seht, der Ärmel ist ja recht geschwungen, während das Armloch relativ gerade ist. Wir haben keine Mehrweite im Ärmel, das heißt, da muss nicht viel gezogen werden. Und wir nähen dann sowohl den rechten als auch den linken Ärmel an und dann können wir weitermachen. So,
Wir haben jetzt hier quasi einen Seestern genäht. Wir legen jetzt Vorder- und Rückteil wieder aufeinander. Und dann sieht man auch schon die Form vom Pullover. Und jetzt als nächstes schließen wir dann die Ärmel und Seitennaht in einem Rutsch. Wir legen die Nähte genau aufeinander, schauen, dass hier diese Nähte auch genau aufeinander treffen und dann starten wir am Ärmel und nähen einmal hier rund runter. An der anderen Seite machen wir dann genau das gleiche. Bei 0,7 cm schließen wir das Ganze. Dann drehen wir das Ganze auf rechts. So, und jetzt können wir dann die Bündchen annähen. Dafür nehmen wir uns unsere Bündchen und bügeln alle Bündchen einmal horizontal in der Mitte, damit wir Bügelbrüche bekommen. Die brauchen wir dann gleich, wenn wir die Bündchen wieder falten. Also, ihr nehmt eure Bündchen, faltet die alle so einmal längs und bügelt dann jeweils einen Bügelbruch ein. Wenn ihr die Bügelbrüche eingebügelt habt, klappt ihr alle Bündchen wieder auf. So, und dann haben wir einmal das Saumbündchen, das ist das größte und breiteste Bündchen. Da haben wir zweimal das gleiche Schnittteil. Die legen wir jetzt rechts auf rechts aufeinander, so dass der Bügelbruch hier nach oben zeigt. Also wenn er nach oben zeigt, ist das die rechte Seite. Also wir haben jetzt die beiden Seiten auf rechts und dann klappe ich das aufeinander. Und wir nähen dann hier links und hier rechts die Seiten bei 0,7 cm zusammen. Dann haben wir hier das Halsbündchen. Das klappe ich einmal um, so dass es rechts auf rechts aufeinander liegt und schließe hier auch die kurze Seite. Und dann haben wir hier noch die beiden Ärmelbündchen. Da machen wir auch das gleiche. Wir klappen sie aufeinander und schließen die Naht bei 0,7 cm. Wenn wir dann die Kanten geschlossen haben, können wir die Bündchen umklappen. Wir falten sie quasi einmal in der Hälfte. Also so, dass sie im Bruch liegen, den wir gerade den wir gerade eingebügelt haben. Das machen wir bei allen Bündchen. Darauf achten, dass die Naht hier zur einer Seite gelegt wird, dass sie sich nicht verdreht, weil dann wird die relativ dick. Sieht dann einfach nicht so schön aus. Dann nehmen wir uns wieder unseren Pulli und dann starten wir mit den Ärmelbündchen. Ihr nehmt euch ein Ärmelbündchen und zieht das rechts auf den Ärmel. Dabei achtet ihr darauf, dass die Naht vom Bündchen auf die Naht vom Ärmel trifft und der Knips vom Bündchen auch auf den Knips vom Ärmel. Wie ihr hier schon gut sehen könnt, ist der Ärmel kleiner als das Bündchen und deswegen stecken wir uns jetzt einfach nur die beiden Nähte aufeinander und auch die Knips aufeinander und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich lege mir dann alles unter die Nähmaschine. Es ist eigentlich relativ egal, wo ihr anfangt. Hebe das Füßchen, schaue, dass alle Kanten aufeinander stoßen. Nähe ein Stück, so dass die Nadel in den Stoff greift. Und jetzt seht ihr hier, dass da noch relativ viel Mehrweite ist und die ziehe ich mir jetzt quasi weg. Ich dehne das Bündchen also so weit, dass der Ärmel glatt liegt. Also wirklich, dass er nur so eben glatt liegt, nicht den Ärmel noch großartig mit dehnen. Und dann kann ich weiter nähen. Bis zur Naht. Und dann mache ich das gleiche auch mit der anderen Seite. Ich schaue also, wie weit muss ich das Bündchen dehnen, dass der Ärmel glatt liegt. Und so sieht das Ganze dann von außen aus. Wie ihr seht, geht hier das Bündchen ein bisschen zusammen. Das liegt halt daran, dass das Bündchen ein bisschen schmaler ist als der Ärmel, aber dadurch liegt er dann nachher schön eng am Handgelenk an. Als nächstes nähen wir dann das Bündchen am Saum hier. Dafür steckt ihr das Bündchen auch rechts auf Vorder- und Rückteil. Dabei
treffen dann die Seitennähte auf die Seitennähte und dann schaut ihr, dass alle Knipse auch auf die Knipse vom Vorder- sowie Rückteil kommen. Das ist hier besonders wichtig, denn auch hier, wie ihr seht, ist das Bündchen kleiner als der Rumpf und es ist auch richtig so, denn das Bündchen soll ja auch ein bisschen enger am Körper liegen als der Rest von dem Pulli. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr die Knipse immer aufeinander steckt und dann nachher beim Nähen das Bündchen etwas dehnt, damit die Strecken aufeinander passen. Als letztes kommt dann jetzt das Halslochbündchen dran. Da müsst ihr genau schauen, weil die Knipse, die an dem Bündchen sind nicht gleichmäßig verteilt. Also wir haben 2 Knipse, die sind etwas näher zusammen, die gehören dann zum Rücken und wir haben Knipse, die sind etwas weiter auseinander und die gehören dann zum Vorderteil. Also müsst ihr jetzt schauen, wenn ihr das Bündchen rechts auf das Vorder- und Rückteil steckt, dass die Knipse auch entsprechend dazu passen. So, das Sweater ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Nähen und tragt euren Sweater jetzt mit ganz viel Stolz rauf und runter. Denn ich finde schon, ihr könnt stolz auf euch sein, dass ihr eure Kleidung selber näht. Denn das ist ein ganz besonderes Hobby, was gar nicht mehr so viele Menschen können. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Tragen und wir sehen uns dann im nächsten Video.